Nachdem wir den Stückforsen besichtigt haben, verlassen wir den Siljanring und suchen uns einen Übernachtungsplatz in einem kleinen Naturreservat. Wir stehen jetzt hier auf dem Güllbergen, einem Naturreservat. Dieser Parkplatz ist kostenlos, darf über Nacht genutzt werden. Und was das Schärfste ist, hier gibt es Wärmehütten. Da ist Strom drin, die sind mit Tischen und Bänken möbliert. Hier gibt es eine Trockentoilette, Feuerstellen, Grillstellen, kostenloses Holz. Und hier auf dem grünen Schild steht, hier gilt das Jedermannsrecht. Also es gehört allen. Wir gehen mal in so eine Hütte rein. Wie gesagt, hier sind Steckdosen, die stehen noch unter Strom. Jetzt gehen wir mal in die andere. Hier geht es nach oben, da ist auch noch ein Tisch und eine Bank. Das gehört hier alles zur Gemeinde Borlänge. Ja, die Stadt heißt wirklich so. Und Detmar als ehemaliger Tiefbauer muss darüber immer schmunzeln. Und es gehen hier mehrere Wanderwege ab. Aber uns ist es heute ehrlich gesagt zu heiß zum Wandern und wir machen es uns lieber gemütlich. So, es ist Sonntagabend, 17:30 Uhr. Detmar hat den Grill angeschmissen. Und als Dessert gibt es geröstete Marshmallows. So, wir waren heute Nacht wirklich nur mit 2 Autos hier auf dem großen Parkplatz. So eine himmlische Ruhe. Also eigentlich die ruhigste, fast die ruhigste Nacht vom Urlaub. War ja auch kein Wind. Wir haben ja schon auch an schönen Plätzen freigestanden, aber da war es halt sehr windig. Und heute kein Wind. Frühmorgens ein paar Vögel, abends ist noch ein Hase vorbeigekommen. Also wunderbar idyllisch. Unser nächstes Ziel wird das First Camp Anna Boda am gleichnamigen Naturreservat. In Ermangelung von einer Alternative sind wir wieder auf dem Campingplatz. First Camp Anna Boda. Aber das ist hier ganz ruhig. Hier stehen etliche Dauercamper, ist aber keiner da. Wir stehen hier hinten ganz alleine, konnten wieder mal Wäsche waschen. Also wir hatten keine Bedenken, dass das so ähnlich wird wie letztens am Siljan. Ja, und jetzt gehen wir wandern im Anna Boda Naturreservat und euch nehmen wir wieder mit. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, es ist ganz schön windig. Gleich gegenüber vom Campingplatz geht hier so ein Trampelpfad in den Wald. Ja, und Komoot sagt, hier ist richtig. Eine Stille. Ein wunderschöner Single Trail geht hier durchs Heidelbeerkraut, ab und zu mal über den Felsen. So eine Wanderwege würden mir in Brandenburg gefallen.
Wenn der jetzt ins Rollen kommt, dann ist mir der Karin weg. Und ich wahrscheinlich auch. Das kommt davon, wenn man den Komootweg zwischendurch abändert. Wir haben jetzt wieder uns so einen schwarzen Strich rausgesucht, dachten wir, ist eine tolle Abkürzung, aber das sind Abkürzungen. Jetzt sitzen wir hier oben auf dem Felsen, den wir von drüben gefilmt haben. Aber auf alle Viere hier hoch. Und da lang geht's weiter. Und nur wenige Meter von dem Wanderweg entfernt sind hier 2 Schutzhütten mit Feuerstelle, mit Grillrost. Nur zu Fuß zu erreichen, aber wer jetzt hier mit Zelt oder so übernachten will, mit Schlafsack, wunderschön. Ja, unsere kleine Wanderung gestern war recht anstrengend. Es waren 8,5 Kilometer, aber bestimmt mehr als die 70 angegebenen Höhenmeter, jedenfalls nach unserem Empfinden. Wir waren ziemlich fertig am Ende, hatten gestern auch keinen Bock mehr, noch irgendwie zu filmen. Jetzt ist am nächsten Morgen, wir haben hier wunderbar geschlafen auf dem Campingplatz, weil er sehr leer ist. Und jetzt geht es gleich weiter. Noch kurz zu diesem Campingplatz, First Camp Annaboda. Der ist sehr groß, der hat über 300 Stellplätze, aber auf großem Gelände weit verteilt. Sanitärgebäude ist durchschnittlich, würde ich sagen. Wartet mal. Ja. Küche lässt zu wünschen übrig. Lässt aber eigentlich zu wünschen übrig. Also die Küche ist nicht sehr dolle und in den Damen-Waschräumen, Duschen gibt es keine Steckdose, um sich die Haare zu föhnen. Fand ich ein bisschen blöd. Was positiv zu erwähnen ist, hier ist bis in den letzten Winkel hervorragendes Internet. Ja. Ich mache mal noch einen kleinen Rundumschlag und dann geht es ins Auto und ab. Also Stellplätze gibt es bis da hinten hin, da ist aber niemand. Wir standen hier relativ alleine, absolut ruhig. Da geht es noch ein ganzes Ende weiter. Sanitärgebäude 1 ist da drüben, es sind aber mehrere übers Gelände verteilt. Unser nächstes Ziel wird der Vetternsee. Wir sind am Vetternsee. Wir mussten dafür zwar wieder einen Kompromiss eingehen und auf einen Campingplatz einchecken, aber das ist sehr ruhig hier, denke ich.
kristallklares Wasser. Dass wir nun heute schon wieder auf einem Campingplatz sind, ist nicht nur aus dem Grunde, dass wir hier gerne an dem Vetternsee sein wollten, sondern es wird auch immer heißer. Wir steuern hier auf die 30 Grad zu und an dem See ist eine frische Brise. Um 22:05 Uhr soll die Sonne untergehen. Es ist kurz nach 9:30 und wir machen uns auf den Weg zum See. Am nächsten Morgen bei herrlichem Sonnenschein verlassen wir den Vetternsee und fahren weiter nach Süden. Heute wollen wir zur Skorougata-Schlucht. Wir sind hier an der Skorougata-Schlucht und dass wir diesen Programmpunkt mit aufgenommen haben, verdanken wir eigentlich dem Kanal Reinis Wohnmobil TV. Also vielen Dank. Nicola war ja ganz begeistert. Wir gucken es uns jetzt auch an. Skorougata wird als das sonderbarste Naturphänomen Südschwedens beschrieben. Dieser geheimnisvolle Platz hat viel Stoff für Sagen über Trolle und Räuber geliefert. Schluchten gibt es in Småland einige, aber die Skorougata ist mit einer Länge von 800 Metern, einer Breite zwischen 7 und 24 Metern und der bis zu 35 Meter hohen steil aufragenden Felswände die größte unter ihnen. Im Sommer kann es im Grund der Schlucht bis zu 20 Grad kühler als in der Umgebung sein.
Beinahe wäre so gerutscht. Nee, mein Fußgelenk tut so weh. Hättest du eine Fallstudie machen können, ja. Ja. Irgendwann klappt es noch. Ein Wanderweg führt von der Schlucht hinauf auf den 337 Meter hohen Skuru Hat. Hier oben gibt es mehrere Bänke und Grillplätze. Hier oben steht sogar eine Trockentoilette, behindertengerecht, weil bis hierher gibt es einen rollstuhlgerechten Weg vom Parkplatz aus. Das sind 600 Meter. Hier gibt es auch noch eine geschützte Sitzgruppe mit Grill, also hier sind ganz viele Grillstellen. Und da ist noch eine Hütte, was ist das? Da war mal Holz, das ist aber leer. Ach so. Ja, wenn man vom Parkplatz aus die Runde andersrum geht, als wir es gemacht haben, dann hat man hier zuerst diesen Rollstuhlweg, ist oben auf dem Aussichtspunkt und geht dann runter in die Schlucht. Aber man muss dann den Berg erst runter und dann noch in die Schlucht. Ja, und bergauf ist zwar anstrengender, aber ich finde, bergab tut irgendwie mehr weh. Ja. Deswegen war das schon gut, dass wir so rumgegangen sind. Der Parkplatz ist sehr geräumig, da auch mit Sitzgruppe und Feuerstelle. Und hier ist ein recht neu aussehendes Toilettenhaus mit sauberen Toiletten drin. Und wir haben nirgends ein Schild gefunden, dass man hier nicht über Nacht stehen darf. Könnte man also wahrscheinlich hier auch die Nacht verbringen. Aber wir fahren weiter. Aber wir machen erstmal fest, bei wir weiterfahren. Im nächsten und letzten Teil unserer Reise besuchen wir 3 weitere Nationalparks, eine 900 Jahre alte Eiche und den bekanntesten Autofriedhof Schwedens.